Bist du bereit, Philipp? Jo. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Wir begrüßen euch recht herzlich hier aus dem schönen Fichtegebirge. Denn neben mir steht der Philipp. Philipp, ich grüße dich. Wie geht's dir? Servus, mir geht's gut. Danke für die Nachfrage. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Alles super hier. Sehr schön. Warum bin ich heute hier? Der liebe Philipp und ich wollen heute ein Feature in das Tesla Model 3 einbauen, was es leider so vom Werk aus nicht gibt. Viele Automarken verbauen das mittlerweile. VW ID.3 hat das auch drin, nämlich das altbekannte Ambient Light. Es ist, ich sag mal, kein Zwang oder es ist vielmehr ein optisches Feature, Richtig. was aber wirklich das Auto, finde ich persönlich, noch ein bisschen aufwertet. In der Vergangenheit hatte ich schon mal ein Video gemacht, wer den Kanal schon länger kennt, habe ich schon mal ein Ambient Light Video gemacht. Nicht an diesem Fahrzeug, am Albatros, sondern an dem Vorgänger Tesla Model 3. Da war das aber alles, ihr wisst, ich habe 2 linke Hände, da war das alles noch nicht so ganz perfekt. Deswegen wollen wir in diesem Video, ich sag mal, ein Update bringen. Wir haben hier auch das Refresh-Modell, das heißt die neue Mittelkonsole, und wir haben hier das technische Know-how vom Philipp. Deswegen wird es jetzt hier wirklich das Update geben in diesem Video. Wir haben viele Gespräche vorher geführt, wie wir jetzt an das Tesla Model 3 rangehen, ob wir direkt an den Kabelstrang vom Tesla Model 3 gehen oder wie wir es auch anschließen, die Stromquelle und so weiter. Deswegen, Leute, das Video wird informativ. Das Video verdient, denke ich mal, auch einen Daumen. Schaut es euch an, gebt uns vielleicht ein Like, wenn ihr Bock habt, und nach dem Intro geht's los. Also, was erwartet euch in diesem Video? Wir haben das Ganze in Teile gegliedert, das heißt im Prinzip eigentlich 4 große Teile. Erster Teil ist, welches Equipment, welches Material braucht ihr hier überhaupt? Das haben wir hier schon mal vorne aufgebaut. Zweiter Teil wird sein, an welche Elemente wollen wir das Ambient Light dran bauen? Das dritte wird dann der Einbau werden, das wird Philipp viel auch übernehmen. Und vierte ist dann im Prinzip der Test, ob es funktioniert. So erstmal der grobe Plan. So Leute, lasst uns mal anschauen, was wir hier haben. Im Prinzip, erster Schritt ist erstmal das Set, das Ambient Light Set. Das habe ich hier aus Amazon gekauft. Insgesamt habt ihr hier sogenanntes, wie nennt man es, Philipp, Glasfaser? Es ist ein Lichtleiter. Lichtleiter, genau. Es ist sogenanntes Lichtleiter, 8 Meter. Dazu haben wir hier die kleine Steuerungsbox mit App für die Farbauswahl später, das zeigen wir euch noch. Und wir haben hier insgesamt 6 Dioden, wo man dann diesen Lichtleiter anschließen kann. Haben alle unterschiedliche Längen, also ich glaube 3 sind über 2 Meter. Im Prinzip die sind 2 Meter und das sind etwas 1,50 Meter, ein bisschen kleiner. Das hier drüben ist beim Set mit dabei, das brauchen wir aber nicht. Das Set habe ich alles bei Amazon gekauft, ist aber, glaube ich, zurzeit ausverkauft. Das heißt, ihr könnt das, denke ich mal, woanders auch kaufen. Müsst ihr mal rumschauen, das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Dazu haben wir hier noch ein kleines Set mit, ja, was ist das, ein Rakel, ein bisschen kleines Werkzeug, was dabei war, alles gut. Und hier, Philipp, kommt nämlich deine Geheimwaffe, kann ich fast sagen, wa? Schauen wir mal, ob es die Geheimwaffe wird, aber ich denke schon, weil das Auto hat sich im Vergleich zu unserem, wir haben das Vor-Refresh-Modell doch einiges geändert und da mussten wir dann ein bisschen jetzt anders machen, müssen wir noch genau schauen, wie das funktioniert. Wir haben hier nochmal, das ist noch nicht die Geheimwaffe, sage ich mal, das ist noch doppelseitiges Klebeband, das wir auch auf notfalls den Lichtleiter noch gut befestigen können. Und hier haben wir einmal Kabelabzweiger, mit dem wir dann an den Kabelbaum vom Tesla gehen, beziehungsweise vielleicht auch an den Kabelbaum vom Y-Stecker, von dem OBD-Port. Dann brauchen wir gar nicht an den originalen Tesla-Kabelbaum gehen, ist dann perfekt, kann man auch wieder ausbauen, ohne dass das Auto kaputt ist. Hier haben wir noch einen Stromanschluss, der dann in die Box des Ambient Light kommt. Und jetzt haben wir hier eine kleine Box, die zeige ich euch nur mal ganz kurz. Das ist ein 3D gedrucktes Gehäuse. Und wir haben hier eine Sicherung drin, eine 1 Ampere Sicherung und ein kleines Relais, was möglichst wenig Strom verbraucht, dass der Tesla das auch nicht detektieren kann. Und damit erhoffen wir uns, dass wir im Prinzip, sobald das Auto aufgeht, also angeschaltet wird und mal fährt, dass das Ambient Light an ist. Und wenn man dann aussteigt, dass das Ambient Light ausgeht. Weil wenn man es im Prinzip jetzt über den normalen Zigarettenanzünder macht, dann kann es sein, dass das Ambient Light dann noch 1 bis 2 Stunden, nachdem das Auto auch abgesperrt ist, überhaupt noch anbleibt. Und wenn man den Sentry-Modus drin hat, geht es, glaube ich, sogar gar nicht aus, die Zigarettenanzünder. Und damit würde das Ambient Light dann noch leuchten und man müsste es manuell per Hand ausmachen. Wäre keine Schande, das manuell auszumachen, aber automatisch ist einfach cooler. Kommen wir zum zweiten Part, nämlich wo wollen wir das Ambient Light überall im Fahrzeug installieren. Philipp wird das mal übernehmen. Was denkst du, Philipp, wo können wir es reinbauen? Wir haben uns ja fachkundig informiert, wa? Also wir bauen einmal hier in diesen Schlitz ein, machen das mit 2 Dioden, eines auf der linken Seite, eines auf der rechten Seite. Dann machen wir im Prinzip hier das U der Mittelkonsole, fahren wir nach. Und wenn wir
wenn wir es noch Zeit und Lust uns schaffen, dann machen wir auch noch hier zwischen Sitz und der Sitzverkleidung. Also manche Leute habe ich gesehen beim Refresh-Modell, Philipp, du hast mir auch ein Bild geschickt damals, ich blende es euch mal ein, haben im Prinzip bei der Mittelkonsole das einmal oben gemacht und einmal nach unten an dieser Leiste lang war. Ich persönlich finde das einfach zu viel. Wir wollen es dezent haben, das heißt, wir machen nur den oberen Kranz und den Rest nehmen wir dann für die Sitze. Wie gesagt, das ist Bonus und wir schauen uns das jetzt mal an. So Leute, kommen wir zum wichtigsten Teil, nämlich den Hauptteil, der Einbau. Philipp, was machen wir jetzt als erstes? Wir schauen jetzt als erstes mal, wo wir unseren Strom für dieses Ambient Light herbekommen. Wir nehmen den Strom im Prinzip von einem Zigarettenanzünder. Wir gehen aber nicht in den Zigarettenanzünder selber rein und dadurch nehmen wir den Strom. Allerdings hat der Zigarettenanzünder, wie vorhin auch schon gesagt, den Nachteil, das Ambient Light geht nicht aus, wenn das Auto ausgeht. Deswegen bauen wir ein Relais dazwischen, das ist auch in dieser Box drinnen, mit dem wir das dann sozusagen automatisch steuern können. Genau, wir wollen uns jetzt schauen, wo wir den Strom für das Relais herbekommen. Bevor es in dem Video weitergeht, eine kurze Frage. Kennst du bereits unseren eFever-Shop für begeisterte Elektroautofahrer? Von T-Shirts über Hoodies bis Kaffeetassen wirst du dort fündig. Mit dem Code eFever bekommst du 10% Nachlass auf deine gesamte Bestellung. Schau gerne vorbei, wir freuen uns. Und nun zurück zum Video. Da habe ich ein wenig rumgeguckt und dann bin ich darauf gestoßen, dass es in der Mittelkonsole eine Lampe gibt, die nicht gedimmt wird. Und die auch im Prinzip die Spannung anliegt, auch wenn die Lampe aus ist, weil die einen mechanischen Schalter hat. Und da gucken wir jetzt mal nach, ob da die Spannung vorhanden ist. So, wir sehen jetzt auch hier, dass der André sich das Scan My Tesla eingebaut hat. Deswegen ist diese weißen Stecker hier sind nicht die Originalen. Original wäre es im Prinzip blauer Stecker auch in diese blaue Hülse hier. Hat für uns den Vorteil, wir können direkt an dieses Scan My Tesla hier rangehen und müssen gar nicht über den originalen Tesla-Kabelbaum gehen. Kann man aber auch über den originalen Tesla-Kabelbaum machen, wenn man es möchte. Also wir haben jetzt im Prinzip wir haben Prüfspitzen hinten in den originalen Stecker vom Tesla reingesteckt. Wir haben hier ein kleines schwarzes und ein kleines braunes Kabel. Diese beiden Kabel gehen in die Beleuchtung der Mittelkonsole. Und jetzt, wie ihr hier seht, es liegen jetzt im Moment 12,98, 12,97 Volt an. Jetzt sind auch die Türen offen. Wenn wir jetzt die Türen zumachen. Okay, wir machen mal alle Türen zu, dann gucken wir am Ende. Wartet. Genau. Ja, Türen zu, Leute. So. Also die letzte Tür jetzt zu. Und jetzt fällt es auf 0 Volt ab. Das heißt, jetzt wäre das Ambient Light aus. Und sobald man eine Tür aufmacht, ist das Ambient Light wieder an. Ist ja krass. Immer 13 Ampere oder was hat es? 13 Volt. 13 Volt. Genau. Perfekt, ey. Seht ihr, Leute, dadurch funktioniert der Mechanismus. Tür auf, Ambient Light an, Tür zu, Ambient Light aus, außer ich sitze natürlich drin, oder? Genau, wenn du dich drin, genau, setz dich mal rein. Wir haben jetzt alle Türen zu, wir haben 0 Volt. Jetzt geht Philipp mal ins Auto rein und setzt sich auf den Fahrersitz. Genau, Tür wieder zu. Und rein theoretisch müsste jetzt hier wieder 0 Volt kommen. Da Philipp jetzt aber auf dem Fahrersitz sitzt, seht ihr, das Ambient Light wird jetzt dauerhaft leuchten. Genau. Philipp, du bist eine Maschine, das muss ich echt mal so sagen, Junge. Der verdient einen dicken Daumen nach oben, ey. Und was auch noch ist, wenn ich jetzt einen Rückwärtsgang einlege, es sind immer noch 13 Volt da. Warum soll sich das ändern? Es könnte ja sein, dass es nur eine Spannung ist, die im Stand ist im Prinzip. Das heißt okay. Auch, so ist es auch wirklich gegeben, dass das Ambient Light anbleibt, wenn der André fährt. Wäre ja doof, wenn es nur angeht, wenn er ein- und aussteigt. Wäre ja schwachsinnig. Absolut richtig, absolut richtig. Der Junge ist echt Gold wert, das muss man so sagen. Junge. Wir haben das Auto im Prinzip jetzt schlafen gelegt und werden jetzt das Y-Kabel abziehen, wa? Genau, wir bauen jetzt das Y-Kabel aus und dann tun wir uns einfacher beim Einbau. Genau. Philipp macht jetzt im Prinzip die Markierung an die Kabel, die wir entfernen, beziehungsweise dann koppeln an die Box. Wir brauchen hier einmal Pin 1, ist jetzt in diesem Fall gelb, ist im Tesla ist es blau. Das ist das 12 Volt Plus für die Zigarettenanzünder. Dann haben wir Pin 7 und Pin 8, das ist die Mittelkonsolenbeleuchtung. 7 ist die Masse und 8 ist Plus. Und dann haben wir auf der Rückseite den Pin 26, ist beim Pre-Refresh-Modell ein schwarzes Kabel, beim Refresh jetzt hier beim André ein braunes Kabel und das ist die Masse für den Zigarettenanzünder. An diese 4 Kabel gehen wir jetzt mit unseren Abzweigungssteckern. So, Philipp macht jetzt im Prinzip eins, er hat hier sogenannte Stromklauer.
Wir verlinken euch das gerne mal in der Videobeschreibung und schließt ihr jetzt an die Kabelstränge an, die wir vorhin angezeichnet haben. Im Prinzip, wenn ihr dazu Fragen habt zu der ganzen Materie, verlinke ich mal Philipp sein Instagram-Profil hier unten drunter und dann könnt ihr ihn auch gerne mal anschreiben. Hat gesagt, das ist kein Problem. Also wenn ihr Fragen habt, gerne an ihn. So, Leute, also ich merke schon, hier ist Elektrotechnik pur drin. Philipp hat es da echt drauf. Unheimlich, der Kerl. Philipp, kannst du uns kurz erklären, wie jetzt hier wirklich der Ablauf ist, dass wir von hier bis hier hinter zu den Dioden kommen? Gerne. Also wir haben hier den Scan My Tesla Adapter, den wir jetzt vorhin ausgebaut haben. Haben hier 4 Strom, die wir angebaut an die Pins, die wir euch vorhin auch schon gezeigt haben. Und haben jetzt im Prinzip das schwarze und das weiße Kabel ist das Steuerungskabel, die Steuerungskabel für das Relais. Die gehen dann hier rein. Dann haben wir das blaue Kabel, das ist das Plus vom Zigarettenanzünder. Das geht über die Sicherung zum Relais. Dann haben wir das rote, das geht aus dem Relais raus. Und wir haben noch das schwarze Kabel, was direkt von Scan My Tesla kommt, also von diesem Adapter kommt und dann auch hier zum Ambient Light hingeht. Und dann, wenn wir es jetzt gleich einbauen, müssen wir hoffen, dass die LEDs leuchten. So, im Prinzip kommt jetzt der Schritt der Wahrheit, kann man fast sagen. Richtig. Philipp baut jetzt das Y-Kabel wieder ein und dann Hoffen wir, dass es funktioniert. Mama mia. So, der andere geht jetzt nach vorne, drückt jetzt die Bremse und hoffentlich... Haha, es leuchtet, es funktioniert. Es funktioniert, Leute, zeig mir, zeig mir. Perfekt. Ach du Scheiße, es funktioniert. Leute, wir haben es geschafft. Zeig mal, Philipp. Philipp ist eine Maschine. Es ist einfach eine Maschine, der Kerl. Es funktioniert. Daumen, 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 Daumen nach oben. Guckt es euch an, Leute. Jetzt machen wir nochmal den Test. Jetzt machen wir nochmal alle Türen zu und schauen, ob die Lampen ausgehen. Okay, gute Idee. Wir machen alle Türen zu. Das heißt, die Tür zu, die Tür zu. Ich mache die Fahrertür zu. Ihr seht's. Und aus. Du bist eine Maschine. Tür Der an. Mann ist göttlich. Der Mann ist Ambient göttlich. Light an. Tür an, Tür auf, genau. Und Tür zu, Ambient Light aus. Mach nochmal Tür auf. Geil. Wahnsinn, Wahnsinn. Genau, jetzt schauen wir, dass wir hier die Boxen alles schön verlegen, dass wir die Klappe wieder zu bekommen. So, Philipp hat das jetzt wirklich schön verbaut. So sieht das Ganze jetzt aus. Alles schön versteckt. Wir können jetzt die Klappe schon wieder dran machen. Mama mia. Wirklich toll, wirklich toll. Ich bin überwältigt. Also wir schauen jetzt, wo wir die Steuerungsbox des Ambient Light, die ihr auch vorhin gesehen habt, hinbauen können, weil da hinten ist kein Platz mehr. Und da vorne ist es auch ein bisschen zentraler und jetzt bauen wir einfach mal die Verkleidung ab. Das kennen auch viele, da kann man auch die Luftfilter im Prinzip tauschen und dann das ist ganz normal. Man greift einfach hier oben rein, greift dahinter und hat die Verkleidung in der Hand. Und wie ihr seht, da unten ist ein großer Hohlraum und da gehen wir dann mit der Box hin. Leute, Philipp hat gerade was festgestellt. Und zwar, wenn ihr den Luftfilter wechseln wolltet, hattet ihr, die es gemacht haben, immer gesehen, dass hier ganz oben eine Schraube war und hier noch so ein oranges Kabel. Das ist komplett weggefallen. Tesla hat mitgedacht und hat die Schraube jetzt hierhin positioniert. Hier unten, war Philipp? Genau, das müsste die Schraube sein. Wahnsinn, Leute. Es erleichtert einiges. Tesla denkt doch mit. Toll. So, Philipp, du hast den Elektrik-Part im Prinzip jetzt fertig, war? Habe ich gesehen. Genau, wir haben es jetzt im Prinzip wieder so gemacht. Wir haben hinten die Klappe auch wieder zusammengebaut. Ja. Und wir sind unter der, ich mache das jetzt noch mal ganz kurz zurück. Wir sind im Prinzip hinter dieser Verkleidung rumgegangen, haben das Kabel zwischen Verkleidung und Teppich durchgesteckt und kommen dann hier mit dem roten und schwarzen Kabel wieder raus. Wenn ihr das wirklich auch so machen wollt, gebe ich euch einen Tipp. Ihr löst einfach diese Schrauben hier, diese 6 Kant 10 mm, ist hinten unter der Klappe auch noch eine. Dann tut ihr euch ein bisschen einfacher, die Kabel da reinzumachen. Dann haben wir die Kabel einfach eng festgeklebt, gehen hier rum und haben hier vorne diese Steuerungsbox vom Ambient Light mit dem Stecker, den wir auch vorhin schon gezeigt hatten bei dem Test. Haben das alles festgeklebt, dass da nichts wackeln kann, nichts klappern kann, der Stecker nicht rausrutschen kann. Und wie ihr seht, die LEDs funktionieren auch. Und jetzt geht es im Prinzip an den Einbau des Ambient Lights an sich. Die Elektrik-Part ist jetzt abgeschlossen. Toll, wirklich toll. Daumen nach oben, ey. So, ihr Lieben, wir haben entschieden, dass wir als erstes das Dashboard uns vornehmen. Im Prinzip müsst ihr das rausmachen. Ihr macht erst die Seitenteile hier ab, das geht sehr easy. Nehmt einen Rakel dazu, dann hier reinklemmen und dann raus. Dann habt ihr das Lose, habe ich hier unten. Und jetzt haben wir im Prinzip das Dashboard rausgeklipst. Ist alles gesteckt an der Karre, blöd gesagt. Von daher könnt ihr auch nichts kaputt machen. Einfach ein bisschen mit Gewalt. Hier ziehen, da vorne ziehen und dann habt ihr schon draußen und wir können es jetzt ganz bequem eigentlich rausnehmen. Ihr seht es hier auch. Lenkrad. Philipp hat es schon am Lenkrad vorbei, genau. So sieht das Ganze aus. Ihr habt ja den Windkanal, die Lüftung von der Lüftung, alles in Ordnung. Und hier legen wir jetzt dann
in den Schlitz hier unten das Ambient Light. So ihr Lieben, wir haben jetzt im Prinzip schon dieses, ich sag mal, die Lichtstreifen verlegt. Ihr habt da drin so einen kleinen Schlitz, könnt ihr bei euch mal gucken. Den könnt ihr dann annehmen und an der Seite dann die Diode angeschlossen. Und hier drunter, also ich gehe mal wieder zurück, hier unten lang geht dann das Kabel bis hier unten hin. Also ihr habt dann einen Kreislauf, das gleiche dann nochmal auf der anderen Seite, war Philipp? Genau. Und dann sieht das eigentlich ganz schön. Kannst du ja mal kurz zeigen? Genau, wir haben auch hier im Prinzip wieder die Diode, gehen hier rum, und dann gehen wir hier hinten runter und gehen da unten durch zu der Box. Man könnte es auch alternativ legen im Prinzip. Man macht den Teppich noch locker, geht unter den Teppich durch und geht dann hier hoch. Selbst würde auch auf der Beifahrerseite gehen, aber wir haben uns jetzt für diese Route entschieden. Wenn wir hier schon fertig sind, machen wir jetzt das Dashboard wieder rein. Im Prinzip das gleiche wieder rückwärts. Und ihr seht hier noch einen Spalt. Jetzt drückt er einfach ein bisschen mit Kraft und dann rastet das wieder ein. Das machen wir jetzt mal zusammen. So, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das seht auf der Kamera, aber so sieht das Ganze jetzt aus. Die Abdeckung hier noch drauf und dann haben wir das Dashboard. Schon fertig, Philipp. Geht super schnell. Als nächstes ist die Mittelkonsole dran und Philipp hat hier schon hinten die Abdeckung abgebaut. Philipp, geht das schwer? Nein, das geht ganz einfach. Ihr greift im Prinzip hier rein an diese Kante und zieht an der Kante an. Es sind 2 Klipse hier unten und 2 Klipse da oben, die dann rausgehen und dann ist die Klappe ab. Jetzt versuchen wir im Prinzip hier durch dieses Loch, was da drinnen ist, seht ihr, kommt ihr vielleicht von da, seht ihr es? Da sind Clips drin und da müsste noch Platz sein für das Kabel. Und dann gehen wir nämlich mit dem Kabel durch dieses Loch und legen die Diode irgendwo hier unten rein, weil da ist auch schön Platz. Genau, das Gute ist bei dem Ambient Light, du kannst es echt komplett abstecken. Ihr habt dann den Stecker und den ziehen wir jetzt da durch. Genau. So, die erste Seite ist fertig. Kabel, wie Philipp gesagt hat, hier unten dann lang. Und das gleiche natürlich auf der Beifahrerseite auch nochmal, war Philipp? Genau, und dann gehen wir einfach im Prinzip unter der Mittelkonsole durch. Ja. Als nächstes wird dieser Lichtstreifen dann im Prinzip angelegt. Ihr müsst hier aufpassen. In dieser Ecke habt ihr einen Knackpunkt. Denn es ist extrem schwer zu verlegen. Ihr habt hier einen extra Winkel noch. Und das heißt, was macht ihr am besten? Philipp hat es gerade schon gemacht. Ihr schneidet ein bisschen von diesem Band außen ab, so dass ihr leichter reinkommt und so könnt ihr es sanft rumlegen. Aber nur im Prinzip in diesem Bereich. Der Rest sollte wieder normal funktionieren. So, Philipp hat jetzt hinten die Dioden angeschlossen. Die Lichtleiterkabel gehen hier vorne lang. Die beiden Punkte Ecken sind sehr kritisch. Genau. Da müsst ihr halt wirklich an diesen Streifen, sage ich mal, was abschneiden. Genau da, wo diese Klärung geht. Und dann sollte das auch passen. Könnt ihr schön reinstecken. Wir haben es jetzt hier drinnen. Alles versteckt schön, genau. Sieht auch vernünftig aus. Die LEDs sind jetzt da unten versteckt und hier habe ich da auch noch festgeklebt, dass sie erstens nicht klappern können und zweitens beim Draufmachen von der Konsole keine Probleme gibt. Perfekt, Philipp denkt an alles hier. Wahnsinn, eine richtige Maschine der Kerl. Im Prinzip fehlt jetzt das dritte Einbaugebiet, kann man sagen, nämlich der Rücksitz. Und wir sind jetzt hier. Philipp, du hast da was abgebaut. Was hast du gemacht? Also das ist im Prinzip so eine Verkleidung und ihr seht hier so kleine Haken. Die sind am Metallstreben unten am Sitz dran und das ist so ein elastisches Band hier. Das heißt, dann habe ich an dem Band ein bisschen gezogen und die Haken im Prinzip ausgehängt und dann ist man so weit. Dann hat man zumindest diesen Teil schon locker. Man darf jetzt nicht aber einfach hier oben dran ziehen. Man muss vorher die Kopfstütze ausbauen, dass man dieses Teil entfernen kann. Genau, wir müssen da dran, um vernünftig das Ambient Light zu legen und die Verkabelung war. Richtig. Da unten ist so eine kleine Feder. Die ist blöd erreichbar leider. Und diese Feder muss man wegdrücken und dasselbe Spielchen auf der anderen Seite nochmal. Genau, hier ist die Feder. Hier sieht man es jetzt ein bisschen. Diese Feder muss man auch nach außen drücken und dann, wenn alles gut läuft, kann man dann die Kopfstütze ausbauen. Und keine Angst, ihr kriegt das Polster dann schon wieder schön hin. Dafür hat man dann Zeit. Also, jetzt müssen wir den Sitz noch ein bisschen anders einstellen. So, jetzt haben wir die Kopfstütze so weit rausgezogen. Hier seht ihr, wo die Federn eingreifen, hier an diesen kleinen Rasten. Und jetzt kann man ganz einfach das rausziehen, weil hier seht ihr 2 Löcher, da geht nämlich die Kopfstütze rein. Und wenn ihr das nicht die Kopfstütze rausmacht, reißt ihr hier diese Teile ab. Braucht ihr viel Gewalt, aber deswegen Kopfstütze locker machen. Und dann ist es nur noch unten ein kleiner Clips und dann ist die Sitzverkleidung draußen. Junge.
Echt Wahnsinn, noch nie gesehen so, wenn ich ehrlich bin. So ihr Lieben, wir haben gerade echt den Moment erreicht, wo man schwach werden kann nervlich. Warum? Ganz einfach, dieses Ambient Light im Prinzip, was ihr hier seht, das kriegen wir extrem schwer an dieses Material von dieser Lehne geklebt. Wir haben jetzt echt nochmal Spezialkleber geholt, haben hier auch nochmal, was man in der Bauindustrie nimmt, verwendet, beziehungsweise werden wir jetzt auf jeden Fall ausprobieren. Aber ihr könnt uns glauben, wir haben gerade schon ein paar Nerven verloren. Aber so ist es ja immer, es klappt nicht immer alles, so ist es einfach. So ihr Lieben, die Nerven liegen echt am Boden, muss ich so sagen. Wir kriegen einfach diese Lichtleiste, dieses Lichtband nicht vernünftig fest hinten an die Rückenlehne, blöd gesagt. Was machen wir jetzt? Wir brechen hier diese Sache jetzt schon mal ab. Das werde ich dann später, war Philipp zu Hause, fertig beenden. Ja. Das kriege ich hin. Da gucke ich nochmal, dass wir ein richtiges, ich sag mal, kleberartiges Zeug finden, was wir hier reinkriegen können. Das heißt aber, alles nochmal zusammenfassend, haben wir jetzt wirklich das Ambient Light in der Mittelkonsole, im Dashboard drin und hinten kommt es halt jetzt ein bisschen später. Wir werden auf jeden Fall das euch noch in diesem Video zeigen. Ich werde jetzt gleich heimfahren. Und Philipp, dir schon mal vielen, vielen Dank für die Arbeit, die du bis jetzt gemacht hast. Für das Ambient Light, das ist absolut Wahnsinn. Also toll, wirklich toll. Gerne, gerne. Es hat mir richtig Spaß gemacht, dass du hier bist. Das freut mich. Dann morgen. So ihr Lieben, Tag 2 des Ambient Light Umbaus. Wir sind im Prinzip ja schon ziemlich weit gekommen. Also Mittelkonsole ist komplett fertig, auch das Dashboard ist fertig. Es sieht auch wundervoll aus. Ich hatte gestern auf dem Heimweg noch die Gelegenheit, das mal anzuschauen. Jetzt beginnt der zweite Tag, blöd gesagt, und die Rückenlehnen machen uns halt wirklich Schwierigkeiten, ohne Mist. Das Material, was wir haben, ist echt maschinell halt vorgedruckt, kann man fast sagen. Dadurch lässt sich hier echt schwer was mit bearbeiten. Aber wir haben, glaube ich, jetzt den Weg gefunden, wie wir es vorgehen. Und zwar als erstes mit einem Dremel die Seiten einfach nochmal richtig anrauen. Dann mit einem Bremsenreiniger ein bisschen entfetten das Ganze. Dann kommt ein sogenannter Primer drauf. Ich zeige euch das mal gerade hier. Ich leuchte mal hin, seht das? Den Primer kommt dann drauf, den beschichtet ihr da drauf. Und dann als nächstes haben wir einen Spezialkleber hier in dieser, wie nennt man das, Waffe, glaube ich sogar, war. Der wird dann hier aufgetragen. Ich zeige euch das jetzt mal. Das hier ist im Prinzip schon fertig. Es sieht hier von der Innenseite auf jeden Fall ein bisschen wüst aus, so sieht das Ganze aber dann aus. Im Prinzip müssen wir die Oberfläche echt vorher bearbeiten, bevor wir sie irgendwie mit den Lichtstreifen bekleben können. Das ist halt einfach so. Hier drüben, das habe ich gerade jetzt fertiggestellt, kann ich euch mal zeigen, so sieht das Ganze dann aus. Wie gesagt, also die Rückenlehne, falls ihr da auf diesen ganzen Stress keinen Bock habt, dann lasst die einfach weg. Macht einfach nur die Mittelkonsole und das Dashboard und dann ist gut. Ich werde das jetzt erstmal schön ein bisschen trocknen lassen und später vielleicht noch einbauen und dann schauen wir es uns auf jeden Fall alles mal in Ruhe gemeinsam an. 3000 Jahre später. So ihr Lieben, 12 Stunden später, ich sitze jetzt hier wieder auf der Rücksitzbank des Tesla Model 3s und ich habe die Rückenlehnen schon eingebaut. Ich habe es jetzt 12 Stunden wirklich aushärten lassen und es sieht gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Ich schwenke mal rüber zum Beifahrersitz zum Beispiel. So sieht das Ganze jetzt aus. Ihr seht den LED-Streifen da drinne und wir gucken jetzt einfach mal, wie es im Dunkeln aussieht. Man kann das sicherlich noch ein bisschen ordentlich dann sauber machen. Seht ihr noch ein bisschen ein paar Gummireste und sowas. Das ist aber das kleinste Übel jetzt an der ganzen Sache. Ich kann euch hier auch noch mal schön zeigen, warum man das echt kleben muss. Weil ihr steigt hier ein, plötzlich sagt, und dann kommt ihr immer an das Polster und das bewegt sich und löst dadurch, wenn ihr es nicht kleben würdet, natürlich diesen LED-Streifen ab und das ist richtig blöd und dann hängt das auf einmal hier irgendwo rum. Deswegen irgendwie muss man es fixieren. Wir haben jetzt die Klebevariante gewählt, anders geht es, glaube ich, meines Erachtens gar nicht. Wir schauen jetzt heute Nacht mal, wie es aussieht und dann, ich nehme euch mit und wenn es nicht gut aussieht, wenn es blöd aussieht, kommt es raus und dann lassen wir einfach noch das Dashboard und die Mittelkonsole und dann war es das hier. So ihr Lieben, ich filme jetzt hier mit dem Handy, denn wir haben jetzt abends und ich glaube das iPhone hat eine bessere Bildqualität im Dunkeln als die GoPro. Ich muss euch es zeigen. So sieht das jetzt erstmal aus. Wir gehen jetzt mal hin. Ich hoffe der Wind stört nicht zu sehr. So sieht das Ganze jetzt hier aus, Leute. Es hat sich doch gelohnt. Ich bin überwältigt. Ich bin wirklich überwältigt. Mir gefällt es richtig. Wir schwenken mal vorne hin. Ich kann auch noch mal vorne hingehen. Die Arbeit für die Rücksitze war enorm. Das hat sich aber gelohnt. Ich muss nur beobachten, ob es auch hält, sozusagen, war. Aber ich denke schon, ihr seht es ja auch noch mal. Ich schwenke noch mal zurück. Also wirklich, wirklich toll.
Wirklich, wirklich toll. Wir haben manchmal so ein paar kleine Lichtdots drin, die seht ihr. Sollte sich beheben, wenn es noch dunkler wird, dann ist das alles eine Linie. Aber so sieht das Ganze jetzt aus, Leute. Die Arbeit hat sich echt gelohnt. Vielen Dank, Philipp, nochmal, wenn du das hier siehst. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Es war ein sehr aufwendiges Video, aber so muss das sein manchmal. Ich wünsche euch wirklich noch einen schönen Tag, schönes Wochenende oder auch eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut.